Kommunikativ zu sein ist heute eine sehr beliebte Eigenschaft. Das wird überall angepriesen, gerade in Stellenanzeigen liest du es immer wieder, dass du kommunikativ sein sollst, weil das eben wichtig ist heute in der Arbeitswelt. Aber was ist, wenn es für dich einfach eine Tortur ist, in Meetings das Wort zu ergreifen und andere Menschen anzusprechen und vor anderen Menschen zu sprechen? Ich habe ein paar Ideen für dich. Hallo, schön, dass du hier dabei bist in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Auftrittsexpertin, Moderatorin, Rednerin und ich bin auch zertifizierte Kommunikationstrainerin. Ich verrate dir mal was. Ich mag introvertierte Menschen. Sie haben Tiefgang. Sie denken, bevor sie sprechen, und sie sind unheimlich gewissenhaft. Interessant ist, diese Eigenschaften sind total geschätzt in der Arbeitswelt. Und gleichzeitig werden die introvertierten Menschen sehr gerne übersehen, weil sie eben leise sind, weil sie still sind, weil sie sich erstmal nicht zu Wort melden. Und es werden immer wieder die Lauten gesehen, selbst wenn die gar nicht so tolle Ideen haben, selbst wenn die gar nicht nachgedacht haben, bevor sie da jetzt irgendwas rausposaunt haben. Wenn du zu den introvertierten Menschen gehörst, denen es etwas schwerer fällt, das Wort zu ergreifen und sich hinzustellen und einfach mal laut den Mund aufzumachen, dann habe ich hier ein paar Tipps, wie es dir gelingen kann, sichtbarer zu werden, wie es dir gelingen kann, auch gehört zu werden, und zwar ohne, dass du dich verbiegst, ohne, dass du da in dir etwas komplett veränderst. Vor jeder Handlung, die wir tun, treffen wir innerlich eine Entscheidung. Und wenn du mutiger auftreten möchtest, lauter werden möchtest, gehört werden möchtest, musst auch du als erstes einmal die Entscheidung treffen, innerlich Ja sagen dazu: Ich will gehört werden. Ich will mutig sein. Das ist die erste Idee, die ich dir mitgebe, dass du erst einmal auf die innere Entscheidung schaust und offensiv Ja sagst. Der nächste Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist: Achte mal auf deine Körpersprache und auf einen sicheren Stand. Wenn es eben eine Situation ist, wo du meinetwegen in ein Meeting hineinkommst oder wenn du eine Präsentation halten möchtest und du fühlst dich extrem unwohl und unsicher, weil du nicht der Typ bist, der gerne vor anderen spricht, dann kannst du doch etwas tun. Du kannst dich auf deine Füße konzentrieren und dich darauf konzentrieren, dass die sich fest im Boden verwurzeln. Das gelingt dir, indem du erstmal mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, also nicht Standbein, Spielbein, sondern wirklich beide Füße flach auf dem Boden, und dann kannst du noch etwas mehr machen. Du kannst also deine Zehen in den Boden pressen. Das ist gleichzeitig auch eine Übung, die wir im Lampenfiebertraining machen. Das nimmt Lampenfieber, wenn du also ein besseres Körperbewusstsein hast, und gleichzeitig wirst du damit sicherer in deinem Auftritt. Was übrigens auch sehr gut hilft, ist, wenn du das Problem ansprichst. Also wenn du eine Präsentation oder einen Vortrag vor einem größeren Publikum halten möchtest und du weißt, das ist überhaupt nicht mein Ding, dann sag es doch gleich zu Beginn. Sag, ich spreche nicht so gerne vor großen Gruppen, deshalb seht's mir nach, wenn ich hier ein bisschen aufgeregt bin. Das lässt dich sofort sympathisch erscheinen, weil ganz viele Menschen haben dieses Problem. Du bist nicht allein, und indem du es ansprichst und offen formulierst, wirkst du einfach nahbarer auf die Menschen, und gleichzeitig wirst du für dich ruhiger und sicherer, weil du einfach innerlich das Gefühl hast: Ach, jetzt ist es raus, jetzt mache ich hier mal. Also gerne darüber sprechen, aber natürlich nicht riesig groß machen. Ein Satz dazu reicht. Und was auch immer hilft, ist, wenn du im Alltag sprechen vor und mit anderen Menschen schon übst. Introvertierte neigen dazu, auch im Alltag relativ wenig zu sprechen. Und wenn du merkst, ich brauche das aber für meinen Job oder für bestimmte Situationen, wo ich mehr erreichen möchte, gesehen werden möchte, gehört werden möchte, dann musst du es eben üben. Und hier empfiehlt es sich, das am besten mit vertrauten Personen zu üben, weil da fällt es dir leichter. Also, dass du vor vertrauten Personen, Freunde, Schrägstrich Familie, eben schon einmal übst, das Wort zu ergreifen oder zu sagen: Meine Meinung dazu ist ... Also ganz bewusst auch
Wort ergreifen und mitdiskutieren oder Stellung nehmen. Das trainiert dich dann für die anspruchsvolleren Situationen im Job. Und noch etwas. Viele Menschen, die introvertiert sind, die nicht so gerne vor anderen sprechen, die sind während eines Auftritts ganz oft damit beschäftigt, über sich selbst und das, was sie da gerade sagen, nachzudenken. Also die reflektieren permanent, wie rede ich gerade, was mache ich gerade. Das ist aber etwas, das ist total kontraproduktiv, um wirkungsvoll, um überzeugend zu sein. Deshalb mach da einfach ein Stoppschild davor. Stoppe die Reflexion während des Sprechens, während des Auftretens. Das kannst du hinterher immer noch machen. Wenn du gerne reflektieren möchtest, und das ist natürlich empfehlenswert, wenn du besser werden möchtest, dann mach's bitte hinterher und kannst auch hinterher dir ein Zeitfenster dafür nehmen, wo du dir dann auch Notizen machst. Wie ist der Auftritt gelaufen? Wie überzeugend war ich? Wie mutig war ich mit dem Sprechen, mit dem Lautsein in einer Runde? Gerade wenn Menschen in einer Gruppe oder in einem Team zusammenarbeiten, ist es ja so, dass es die Extravertierten, also die Lauteren gibt und eben die Introvertierten, die Stilleren. Und ich finde, hier ist keiner besser und schlechter als der andere. Die müssen nur eine Möglichkeit finden, gut miteinander zusammenzuarbeiten, sodass von allen die Ideen gehört werden und so, dass sich alle gewürdigt und gewertschätzt fühlen. Und hier hilft ein Kommunikationstraining meiner Meinung nach richtig gut, um dieses Team zusammenzubringen und besser zu machen in der Kommunikation. Eine Sache, die wir nämlich in solchen Kommunikationstrainings machen, wir entwickeln mit den Teilnehmenden Stärkenbewusstsein. Jeder für sich, die Introvertierten und die Extravertierten. Und das ist auch etwas, was du alleine für dich machen kannst, wenn du eine stillere Person bist. Überleg dir mal, was kann ich besonders gut? Bin ich besonders gründlich, besonders gewissenhaft? Kann ich mich besonders gut in Dinge hineindenken? Und so weiter und so fort. Vielleicht hast du auch einen ganz wunderbaren Wortschatz, wenn du schreibst. Nur mit dem Sprechen ist es eben für dich nicht so einfach. All diese Dinge sind deine Stärken. Mach sie dir bewusst. Schreib sie dir gerne auch einmal auf. Und wenn du dann die Entscheidung triffst, ja, ich ergreife Wort, hast du sie parat. Dann ist dir präsent, was du wirklich gut kannst. Und dann wirst du in bestimmten Situationen, in denen du das möchtest, auch lauter.